Liebe Lego-Freunde, in diesem Video fasse ich euch nochmal den aktuellen Stand zum kommenden Lego Technik 42131 Cat Bulldozer zusammen. Wir haben ja bereits im letzten Stream drüber gesprochen. Hier nochmal quasi alle Infos top aktuell hier in kompakter Variante. Bleibt auf alle Fälle bis zum Ende dran und ich würde sagen, los geht's. Also was ist bisher bekannt? Mal die harten Tatsachen, die harten Fakten. Knapp 3800 Teile zum Preis von, und unser letzter Stand ist da tatsächlich 449,99 €. Der ist also wieder ein bisschen teurer geworden und liegt jetzt damit wirklich preislich eindeutig gleich auf mit dem 42100 Liebherr-Bagger. Der Release ist immer noch der 1. Oktober 2021. Und genau, es ist ferngesteuert natürlich, das Modell mit Control Plus. So viel mal zu den harten Fakten, was die Details angeht und so, darauf komme ich gleich zu sprechen. Beginnen wir am besten mal mit der Optik. Und da kann ich euch natürlich jetzt leider noch kein offizielles Bild von Lego zeigen. Ihr könnt euch aber ungefähr vorstellen, wie er aussieht, und da blende ich euch hier gleich mal das Originalbild ein. Und ihr könnt euch hier wirklich vorstellen, das sieht fast 1:1 aus, dann auch so in Lego. Es gibt ein paar kleine Unterschiede, über die spreche ich gleich, wenn wir eben auf die Funktionen, auf neue Teile und so weiter eingehen. Sprechen wir mal kurz hier über die Größe von dem Modell. Christian hat es im Stream ja kurz mal nachgeschaut. Also 50 Studs wide ist das Schild vorne. Das entspricht ja knapp 40 cm, sagen wir mal, plus minus ein paar. Und ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, es in der Länge zu zählen war deutlich komplizierter als das Schild. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mich nicht ein paar Mal verzählt habe, aber ich kann sagen, im Endeffekt bin ich jetzt auf über 60 Studs in der Länge gekommen und das wird zu den 40 Studs vorne in der Breite ganz gut passen. Die haben ja auch so eine rechteckige Grundform insgesamt, wenn man sie sich vielleicht von oben mal anschaut, diese Bulldozer. Kann aber auch sein, dass die hinten mit diesem Heckaufreißer, heißt das jetzt genau, dass das noch ein bisschen länger ist. Ich komme mal auf sagen wir über 60 und ich glaube, das ist mal ein guter erster Anhaltswert, was die Größe von dem Modell betrifft. Kommen wir als nächstes zu den neuen Teilen und das sind zum einen die Aktuatoren, beziehungsweise erscheinen die Aktuatoren in neuen Farben, und zwar sowohl die langen, die ihr aus dem Liebherr kennt, ich blende es euch hier mal ein, und die früher als die großen bekannt waren, die mittlerweile eher die mittleren sind, blende ich euch hier mal ein. Die wird es jetzt in Schwarz geben. Finde ich eine coole Sache, hätte ich eigentlich nie damit gerechnet, dass die in Schwarz kommen, warum auch. Aber es kommt jetzt in Schwarz und ich glaube, das freut vor allem viele Mocker. Und das war mal das erste Teil, was zumindest in einer neuen Farbe kommen soll. Das zweite wird, soweit ich das jetzt erkennen kann, komplett neu, und zwar sind das die bisher größten Kettenelemente. Ich hoffe, dass da der Fokus auf auch drauf geht. Die sind jetzt vom 42095er Stunt Racer und die sind jetzt, sagen wir, knapp 5 Noppen breit. Wenn wir uns hier die Breite mal anschauen, Moment, hier mit schwarzem T-Shirt als Hintergrund ist es eher kontraproduktiv, also hier 5 Noppen breit und die neuen, denke ich, werden jetzt sicher 6 bis 7 Noppen breit sein. Als ob das noch nicht reicht, sie werden auch in Gelb erscheinen, also das erste Set auch mit gelben Ketten, und auch das ist noch nicht genug. Ihr seht hier nämlich, das könnt ihr hier glaube ich ganz gut erkennen, ja, diese Spalten, dieses Geriffelte hier auf beiden Seiten. Die neuen beim Cat haben von diesen ganzen Spalten tatsächlich nur noch einen direkt auf einer Seite und der Rest davon ist glatt. So sieht das neue in etwa aus, wie gesagt, etwas breiter, bisschen eine andere Form und in Gelb. Das ist mal das nächste neue Teil, und dann kommen wir zu einem Teil, wo ich nicht sicher bin, ob das im neuen verbaut ist. Das war nämlich auf dem alten geleakten Bild aus dem März des heurigen Jahres zu sehen, und zwar kennt ihr alle diese Paneele. 5×11, ja, schwarz, gibt es in mehreren Varianten, weiß, grau, blau. Kennen wir schon, und dann gibt es die hier, das sind die kleineren 3×11. So, und jetzt kennt ihr von den großen auch noch die hier, die sind jetzt 5×11 auch, allerdings haben die hier so einen Cut, die haben hier nur noch 3 Noppen und hier unten immer noch 5.
Und auf dem geleakten Bild vom März, da waren solche zu sehen, die haben die Grundform hier wieder von 3x11, allerdings nur auf einer Seite 3 Noppen, auf der anderen nur noch eine Noppe. Die sind also quasi genauso schräg wie die hier. Im Endeffekt wird es dann, ich lege die jetzt mal so übereinander, das würde dann dieser Bereich hier frei bleiben. Die waren bei dem geleakten Bild eben zu sehen. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob die jetzt auch beim neuen vorkommen. Es würde mich wundern allerdings, warum Lego die dann auf einem Vorabbild präsentiert quasi und dann beim fertigen Modell nicht mehr verbaut. War auch beim Zetros so, dass beim ersten Bild schon die neuen Reifen zu sehen waren und jetzt auch beim finalen. Es kann natürlich auch sein, dass die Teile erstmal in späteren Sets kommen, aber zumindest können wir davon ausgehen, dass Lego mal sowas entwickelt hat. Ja, genau, das war jetzt mal das nächste Teil und eins haben wir noch, beziehungsweise ist das auch wieder ein Teil in einer neuen Farbe und zwar soll es einen Auspuff geben vorne und der wird in schwarz sein. Das ist jetzt mal nicht die große Überraschung. Die große Überraschung ist eher die Form davon, denn das sind diese Wurzelelemente, die ihr schon aus dem Set Winnie the Pooh kennt, in diesem dunkelbraun, in diesem Braunton und das kommt jetzt hier mal in schwarz vor. Das ist quasi dann auch zumindest mal ein Teil in einer neuen Farbe und das Teil an sich ist ja, soweit ich weiß, auch relativ neu. Damit hätten wir die Teile mal abgehakt. Kommen wir doch mal zu den Funktionen und da gibt es einiges zu berichten. Wir wissen allerdings immer noch nicht, wie viele Smart Hubs und wie viele Motoren im Endeffekt verbaut sind, aber ich kann euch mal berichten, welche Funktionen motorisiert sind. Und es gibt auch eine, die per Hand betrieben ist. Dazu komme ich gleich. Beginnen wir mal mit den motorisierten. Zum einen können wir vorne das Schild heben und senken. Das ist mal gelöst über die großen Aktuatoren in schwarz, über die wir in grau ja aus dem Liebherr, aus dem 42108, aus dem Kran kennen. Und dann soll das Schild auch noch neigbar sein, nach vorne und nach hinten. Das wird über diese Aktuatoren, über diese seitlich angebrachten Aktuatoren geregelt. Die sind dann ebenfalls, wie gesagt, in schwarz dabei. Sind wir mal zwei Funktionen oder haben wir mal zwei Funktionen vorne dran. Gehen wir zum hinteren Teil des Sets. Dieser Heckaufreißer, so heißt das Ding nämlich. Ich habe da extra nochmal hier auf Wikipedia mal kurz eine Nachforschung getätigt. Wikipedia soll man natürlich, weiß ich als Student und auch als Schüler nicht unbedingt als Quelle angeben, aber für den Begriff, glaube ich, wird es reichen. Und zwar haben wir hinten so einen Heckaufreißer, also einfach dieser Haken, der sich ins Erdreich gräbt, so, Kärntner Dialekt, also dieser Haken, der sich ins Erdreich gräbt, der wird nicht nur höhenverstellbar sein, also dass der sich rauf und wieder runter bewegen kann, er wird auch nach links und rechts motorisiert neigbar sein. Finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Damit hätten wir mal zwei Funktionen hinten, zwei Funktionen vorne. Es erwartet uns noch ein wenig was in der Mitte. Ich merke schon, bei mir bricht gerade der Kärntner Dialekt durch. Egal. Also in der Mitte haben wir auch noch eine motorisierte Funktion. Ob die auf beiden Seiten allerdings zu finden ist oder nur auf einer, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Worum geht es? Wir haben eine Treppe. Das ist mal nichts Besonderes. Wir hatten auch beim Liebherr eine Treppe. Nur war es damals halt schon so, ja, da war ein Pin oben, mit dem man das irgendwie ein bisschen eingeklemmt hat und die Treppe fiel aber trotzdem meistens einfach runter. Ich hätte mir damals schon gewünscht, dass die entweder motorisiert wäre oder zumindest mit einem Getriebe und per Hand zum Kurbeln wäre zumindest einer meiner zwei Gedanken erfüllt sich hier anscheinend beim Cat Bulldozer, denn wir haben eine motorisierte Leiter und zwar nicht nur eine, die jetzt einfach so standardmäßig irgendwo runterklappt, nein, die ist seitlich angebracht am Modell und schwingt dann quasi so runter. Finde ich eine grenzgeniale Sache. Freue ich mich schon sehr drauf. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das ist mal die Funktion, die wir in der Mitte haben, die ebenfalls motorisiert ist. Klar, wir haben noch die Ketten, die motorisiert sind. Ich denke da einfach mal ein Motor pro Seite. Genau wissen tun wir es natürlich nicht, aber ich denke mal, dass es einer sein wird. Es gibt natürlich auch diese andere Getriebelösung, dass wir genau einen Motor für den Antrieb haben und dann einen beim Lenken, auch für Ketten.
kann ich mir hier jetzt eher weniger vorstellen, dass das Ding mit 3800 Teilen und mehreren Motoren und Smart Hubs ja auch dementsprechend schwer wird und dann nur ein Motor für einen Antrieb kann ich mir da ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Genau, wir haben bei den Ketten auch noch eine zweite Funktion, neben dem, dass sie sich drehen. Und zwar kann man die Kettenspannung, und jetzt haltet euch fest, manuell einstellen über ein Zahnrad, kurbeln und damit kann man die Kettenspannung festlegen. Finde ich hammermäßig. Hatten wir so auch noch nicht. Freue mich auch schon sehr drauf, die Funktionen auszutesten. Es wird eine coole Sache. Genau, ich schaue noch hier mal ganz kurz. Ich habe mir diesmal ausnahmsweise einen Spickzettel geschrieben. Ich glaube, wir hatten so von den Funktionen, von den Hauptfunktionen mal alles genau. Kommen wir zu weiteren Details. Hinten am Heck wird es wieder Feuerlöscher geben. Die haut Lego ja immer wieder mal rein. Kam ja, weiß nicht, beim 4277er Rally Car war das dabei. Beim 4282 Gelände gegen Kranwagen ist der dabei und. Und es kommt ja auch beim Zetros auch wieder ein Feuerlöscher vor. Also die hauen das immer wieder mal rein. Wird auch hier beim Cat Bulldozer so sein. Genau. Die Fahrerkabine soll ziemlich detailliert sein, das kann ich euch auch schon mal sagen. Und dann reden wir noch über den Motorblock. Der richtige Cat Bulldozer hat einen Caterpillar C32 Motor, das ist ein 12-Zylinder Kolbenmotor eben. Also mit 12 Kolben in der V-Form, so wie wir es halt kennen. Ich hoffe einfach mal, dass der auch originalgetreu hier beim Cat Bulldozer mit eingebaut wäre. Ich glaube, ich habe es mal kurz hier im Kopf überschlagen. Ich glaube, bei 14 Studs Länge wären wir mit den Halterungen dann in etwa und ich denke, das würde reinpassen vorne in die Front vom Cat Bulldozer. Also ich hoffe, Lego hat hier auch wirklich den 12-Zylinder nachgebaut. Das finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Ich glaube, damit hätten wir es schön langsam. Ich glaube, ich habe alles euch nochmal kurz kompakt hier zusammengefasst, was wir bisher über den Cat Bulldozer wissen. Der Release wird wie gesagt am 1. Oktober sein. Wir hoffen natürlich, dass im Rahmen der LegoCon am 26. Juni, glaube ich, war es, dass hier die Sets auch nochmal offiziell vorgestellt werden. Wissen tun wir auch das noch nicht. Kann sein, dass hier wirklich nur der Zetros und der Tow Truck offiziell vorgestellt werden. So, das war mal der top aktuelle Stand zum kommenden Lego Technik 42131 Cat Bulldozer. Jetzt seid ihr gefragt, schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare, wir freuen uns schon drauf. Und falls es natürlich Neuigkeiten gibt, informieren wir euch natürlich hier auf YouTube, im Blog, auf Instagram, auf Telegram. Deshalb schaut immer gerne mal bei uns rein. Aktiviert auch hier bei YouTube direkt die Glocke, dann verpasst ihr sowieso nichts mehr. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Ich verabschiede mich für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.